willst in der IT-Security wirklich Fuß fassen, vielleicht ist dann ein Zertifikat was für dich. Und ja, deswegen habe ich dieses Video hier gemacht. Ich will euch heute die 5 besten IT-Security-Zertifikate vorstellen, damit ihr bei eurem Arbeitgeber oder bei eurem zukünftigen Arbeitgeber noch ein bisschen Bonuspunkte schinden könnt. Viele denken, es reicht eigentlich ein Studium, ja? Aber das ist nicht immer der Fall. Mit einem Zertifikat kann man Praxiswissen nachweisen, das man an der Uni vielleicht nicht unbedingt lernen kann. Und deswegen wird es von vielen Arbeitgebern gerne gesehen, wenn man nicht nur ein Studium hat, sondern zusätzlich auch noch einige Zertifikate aufweisen kann. Und natürlich will ich euch heute eben zeigen, welche Zertifikate vielleicht am relevantesten für die IT-Security sind. Und ja, die 5 besten habe ich euch mal rausgesucht. Zunächst einmal lasst uns eine Frage klären, warum sollte ich das tun? Naja, ich möchte natürlich irgendwie Bonuspunkte haben. So, ich möchte quasi gegenüber meinen Mitbewerbern rausstechen. Problem sind hier definitiv die Kosten. Solche Zertifikate sind unfassbar teuer, das werdet ihr gleich sehen. Und ja, die Kurse dazu sind leider mindestens genauso teuer wie die Prüfung an sich, aber die Prüfung an sich hat sich schon gewaschen. Der Punkt ist allerdings, wenn ihr gerade im Job drin seid oder eventuell sogar noch am Studieren seid, dann müsst ihr jetzt ganz besonders aufpassen, denn da sind teilweise die Zertifikate stark reduziert bzw. werden sogar von der Uni angeboten oder von eurem Arbeitgeber. Und deswegen ist es natürlich super interessant, das vielleicht mal so, neben dem Studium her noch zu machen, dass man quasi noch was bonusmäßig in der Hand hat, ohne wirklich die Mehrkosten am Ende zu tragen. Aber Achtung, auch hier, nicht immer ist es sinnvoll, das Ganze schon während der Uni-Zeit zu machen, beziehungsweise im Bachelor zum Beispiel zu machen, wenn ihr noch den Master machen wollt. Denn ja, das werden wir uns gleich angucken, warum das eigentlich nicht so geil ist. Fangen wir aber an mit Zertifikat Nummer 1 und zwar dem CSP, dem Cyber Security Practitioner. Der Cyber Security Practitioner ist im Endeffekt ein Zertifikat, das vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also quasi der deutschen IT-Security-Behörde und dem deutschen Chapter der Information System Audit and Control Association, Entschuldigung, das musste ich ablesen, der ISACA, ja, also ISACA, zusammen quasi in Kooperation gegründet wurde. So, das Ding kostet 1.000 €, also 999 € für Nicht-Mitglieder. Als Mitglied kriegt man ein bisschen Rabatt. Aber auch hier schon der erste Rabatt. Studenten bis 27 Jahre erhalten 50% Rabatt. Und das ist ziemlich geil. Ich wünschte, ich hätte das damals gewusst. Ja, aber es ist immer noch sauteuer, 500 € ist ziemlich viel, vor allem für einen Studenten. Aber wenn ihr nebenbei zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet, dann wird das Unternehmen gerne sagen, wenn es Interesse daran hat, euch zu übernehmen, hey, hier 500 € für dich, gar kein Problem, so, das machen wir auf jeden Fall. So, warum sollte man den CSP machen? Nun ja, im Endeffekt berechtigt euch das CSP, also das Zertifikat, zum Cyber-Sicherheitscheck. Das ist quasi ein Audit, das vom BSI unterschrieben wurde. Das heißt, ihr seid danach vom BSI geprüfter Auditor. Und das ist ziemlich geil, wenn man sich das mal so vorstellt. Das heißt, man kann danach wirklich zu Unternehmen hingehen, ihre IT-Security prüfen, wirklich bis ins Mark rein prüfen, als Auditor zum Beispiel. Und ihr wisst, Analysten zum Beispiel machen Audits. Ja, so ein Audit dürft ihr danach wirklich vom BSI offiziell durchführen. Und euer Arbeitgeber kann sich sicher sein, dass ihr das auch wirklich verstanden habt und dass ihr wirklich kompetent seid. Inhalte sind sowas wie Einführung in die Cybersicherheit. Das BSI nutzt ganz gerne Cyber. Ich mag den Begriff nicht so gerne, aber ich möchte hier die Originalbegriffe nutzen, also wundert euch bitte nicht. Dann also Einführung in das Thema Cybersicherheit, Leitfaden, Cybersicherheitscheck, also quasi dieser Test, dieses Audit da, wie man es durchgeht, die aktuelle Bedrohungslage, dazu kommen wir gleich noch, warum immer die aktuelle Bedrohungslage genutzt wird, eine Fallstudie oder einige Fallstudien zum Cybersicherheitscheck, damit ihr quasi Praxiserfahrung habt. Dann Fragen und Diskussionen, natürlich Prüfungsvorbereitung, Zertifikatsprüfung und alles drum und dran. Die Prüfung besteht aus 40, mehr nicht, Multiple-Choice-Quests. Also quasi, dass ihr einfach ankreuzen müsst, welche Antworten hier bei einer gewissen Frage richtig sind. Und wenn ihr 75% der Fragen richtig beantwortet habt, dann habt ihr bestanden. So, das ist jetzt nicht wirklich das Problem. Aber Achtung, wie gesagt, die aktuelle Bedrohungslage ist natürlich immer nur ein gewisser Zeitraum. Das heißt, ja, man muss sich nach maximal 3 Jahren rezertifizieren lassen. Das bedeutet, euer Zertifikat ist erstmal, also ihr habt 500 € oder sogar 1000 ausgegeben und euer Zertifikat ist nur 3 Jahre lang gültig. Danach verfällt das Ding. Ihr müsst es komplett neu machen. Ihr müsst die kompletten Kosten neu tragen, außer ihr rezertifiziert euch, bevor das Zertifikat abgelaufen ist.
Das macht ihr zum Beispiel, indem ihr von einem Auftraggeber, also quasi jemanden, der euch das Audit durchführen lassen hat, bestätigt, dass ihr ein Audit durchgeführt habt, und dann seid ihr quasi schon wieder anerkannt vom BSI, dass ihr das noch weitere 3 Jahre machen dürft. Aber ihr müsst euch immer neu rezertifizieren. Das heißt, ihr seid in dieser Branche tätig und ihr kommt da nicht mehr raus, ohne eure Zertifikate zu verlieren. Also das ist aber auch irgendwie sinnvoll, weil die Cyber Security, also IT-Security, verändert sich einfach so rasant schnell, dass man da ständig irgendwas Neues lernen muss. Und das werdet ihr auch bei den anderen Zertifikaten noch lernen oder merken, die sind ähnlich aufgebaut. Ja? Das ist nichts Unübliches, dass Zertifikate verfallen. So, das nächste Zertifikat, was ich euch vorstellen möchte, ist wahrscheinlich das Zertifikat, was die meisten Leute, die gerade in der IT-Security einsteigen wollen, kennen. Und zwar das CompTIA Security Plus Zertifikat. CompTIA hat noch sehr viel mehr Zertifikate, die da drauf aufbauen. Die kann ich gerne mal, wenn ihr das wollt, schreibt mir das in die Kommandozeile unten rein. Und ja, dann kann ich gerne da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen bei den einzelnen Zertifikaten. Heute wirklich das Grundzertifikat, die aufbauenden, wie gesagt, Cloud und so weiter und so fort, die behandeln wir hier nicht. Es gibt auch eins für Pentester, aber das Security Plus Zertifikat ist quasi das Grundzertifikat. So, das muss man einfach haben, wenn man die anderen Zertifikate machen möchte. Und im Endeffekt geht es darum, ihr sollt danach in der Lage sein, Sicherheitslösungen, also quasi, welches Verfahren ist jetzt hier oder was sollte man tun, sowas sollt ihr empfehlen und selbst auch umsetzen können, quasi das, was jeder Security-Analyst machen sollte. Ihr sollt Hybrid-Umgebungen, also sowas wie Cloud, Mobile, IoT und normale Anwendungen, sollt ihr alle überwachen und absichern können. Also es ist ein bisschen breiter aufgefächert, also nicht nur normales Pentesting, nicht nur irgendwie eine Anwendung, sondern wirklich mehrere auf einmal, also komplexere Systeme auch. Und was ganz wichtig ist für viele Unternehmen, ihr sollt natürlich irgendwie geltende Gesetze, Richtlinien, Compliance, also quasi, dass ihr mit Standards übereinstimmt, Risikoeinschätzung, Risikomanagement, Governance und so weiter und so fort, sollt ihr alles lernen dort. Dazu haben wir hier noch nichts gemacht, das kommt natürlich auch noch von meiner Seite. Wie gesagt, ich habe noch einiges vor hier auf dem Kanal, aber ich glaube, da seid ihr definitiv dabei. Und ja, ihr wollt natürlich danach auch Sicherheitsereignisse und Vorfälle identifizieren, analysieren und darauf reagieren. Also Incident Response ist auch ein ganz großes Thema. Das heißt eigentlich so ein Rundum-Zertifikat, aber dementsprechend natürlich jetzt, nun ja, nicht das Expertenlevel auf jedem Gebiet, sondern eher ein bisschen breiter aufgestellt und daher, man kann nicht sagen Einsteigerwissen, aber grundlegenderes Wissen, okay? Also es ist nicht Einsteigerwissen, es ist schon wirklich Profiwissen, was ihr da lernt, aber es ist nicht ganz so Profi, als würdet ihr jetzt zum Beispiel nur das Cloud-Zertifikat machen, weil da habt ihr natürlich dann nur Cloud Security. So, das ist halt ein bisschen spezifischer noch, weil ihr dort nochmal was Neues lernt. Die Prüfung auch hier wieder 90 Multiple-Choice-Questions, also Fragen. Und ihr habt eine Punkteskala. Ihr könnt 100 bis 900 Punkte bekommen. Also quasi, wenn ihr alles richtig habt, habt ihr 900 Punkte und zum Bestehen braucht ihr 750 Punkte. Und ja, auch dieses Zertifikat ist wieder 3 Jahre lang gültig und ihr braucht in diesem Fall nicht eine Bestätigung von eurem Arbeitgeber, sondern ihr braucht sogenannte CEUs, also Continuing Education Units, 50 davon, um genau zu sein, um das Zertifikat automatisch verlängern zu lassen. Also ihr müsst das dann quasi nachweisen und bekommt eine Verlängerung für weitere 3 Jahre. Diese CEUs bekommt ihr, wenn ihr euch weiterbildet. Also wenn ihr zum Beispiel andere Zertifikate macht, dann bekommt ihr CEUs oder CEPs heißen sie auch manchmal. Ihr bekommt zum Beispiel Zertifikatspunkte oder solche Punkte, wenn ihr Fortbildung gebt, Fortbildung also beiwohnt, also als Teilnehmer quasi beiwohnt und so weiter und so fort. Und ja, das ist natürlich super interessant, aber ist natürlich auch immer mit Aufwand verbunden, macht aber auch Sinn. Wie gesagt, Bedrohungslagen ändern sich. Also Ransomware kannte vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren kaum jemand. Aber mittlerweile ist Ransomware das, was eigentlich am meisten verbreitet ist. Okay, jetzt zu dem unangenehmen Teil. Kosten, ja. Ist nicht geil, gebe ich ehrlich zu. Die Prüfung alleine kostet $350. Das ist relativ günstig, wenn man sich das so überlegt. Aber ihr kommt natürlich ohne Prüfungsmaterial nur relativ schwer in dieses Ding rein. Also ich meine, ihr habt meinen Kanal, ja, aber ich habe noch nicht alles abgedeckt. Leider, es tut mir leid, ich arbeite dran. Aber einen großen Teil haben wir natürlich hier abgedeckt. Trotzdem gibt es noch die Prüfung plus E-Book, also wirklich nur ein Buch dazu, für $500, Entschuldigung. Also quasi $150 Aufpreis für nochmal dieses E-Book. Und wenn ihr einen Kurs, also so einen Videokurs wie meine Kurse hier zum Beispiel haben wollt, dann zahlt ihr insgesamt $900. 350 davon, wie gesagt, für die Prüfung. Das heißt, ihr habt dort 4
ja, einen fetten Aufpreis, okay? Ich kann, wenn ich aufnehme, nicht gut Kopf rechnen. Also schon sehr, sehr teuer, vor allem wenn man bedenken muss, dass man es relativ leicht wieder verliert. Und wenn ihr die Zertifikate mal verloren habt, weil ihr es vergeigt habt, einmal eure Punkte zu sammeln, dann müsst ihr die komplette Prüfungsgebühr nochmal zahlen. Das heißt, wirklich von vorne alles durchlaufen. Und wenn ihr vielleicht dann noch den alten Kurs habt, der nicht geupdatet wurde, weil ihr nicht nochmal neu den Kurs gekauft habt, dann kann es sein, dass im neuen Kurs natürlich nochmal neue Bedrohungslagen und so weiter drin sind und ja, die sind dann halt nicht dabei. So, das heißt, ihr müsstet euch theoretisch jedes Mal $900 irgendwie nehmen und dort rein investieren. Wie gesagt, Arbeitgeber zahlen es auch ganz gerne mal, aber eben nicht immer. Ja, schwierig. Okay, kommen wir zum nächsten großen Punkt und das ist der wahrscheinlich die meisten interessiert. Der ist allerdings definitiv kein Einsteigerkurs mehr, so wie die anderen. Und zwar handelt es sich hierbei um den CEH, den Certified Ethical Hacker. Ja, dass ihr quasi wirklich ein offiziell anerkannter Pentester seid. Dort geht es wirklich nur um Hacking. Ja? Also dort macht ihr nicht irgendwie Security, also ihr macht natürlich Security, aber ihr macht nur Offensive Security. Ihr macht nichts zu Incident Response, ihr macht quasi nichts zu Risk Management, also Risikomanagement. Ihr macht nichts zu irgendwelchen Compliance-Sachen oder zu Governance, sondern ihr macht eigentlich nur Hacking. Also quasi das, was man als Freelancer-Pentester macht. So, ihr nutzt irgendwelche Hacking-Tools und ja, professionelle Hacker nutzen Hacking-Tools. Es wird ganz gerne als Script-Kiddie-Sache abgestempelt, wenn man SQL-Map nutzt. Aber ganz ehrlich, solche Tools sind sehr viel mächtiger, als wenn man sich das Ganze selbst schreibt oder wenn man es von Hand durchtestet. Man muss es natürlich verstanden haben, aber man nutzt es trotzdem als Tool. So, damit man natürlich sehr viel Zeit spart und dadurch, dass man so viel Zeit spart, kann man mehr machen. Und dieses Tool ist wahrscheinlich mächtiger, als wenn ihr das Ganze von Hand probiert. So, deswegen nutzt man Tools, die lernt ihr dort teilweise auch kennen. Ihr lernt Techniken kennen, Methoden kennen, also ihr müsst natürlich auch Berichte schreiben, wenn ihr einen Pentest durchführt, das haben wir ja schon alles geklärt. Verlinke ich euch auch gerne am Ende nochmal in den Karten, also dass ihr quasi den ganzen Kurs habt. Ihr lernt dort Angriffsvektoren kennen, ihr lernt Exploit-Techniken kennen, ihr lernt natürlich Hacking-Challenges, also CTFs, das was wir hier bei mir auf dem Kanal auch machen, lernt ihr dort natürlich auch kennen und dort sind dann quasi einfach sehr, sehr viele Challenges, die möglichst realistisch sind, damit man da mal einbrechen kann. Und Case Studies, also wirkliche echte Beispiele, lernt ihr natürlich auch kennen. Malware Analysis, Cloud und IoT hat es da auch nochmal einen speziellen Fokus drauf, weil das immer mehr am Kommen ist und IoT absolut katastrophal aktuell abgesichert ist. Deswegen, ja, da muss man natürlich ein bisschen mehr rein investieren. So, Problem ist natürlich auch hier wieder, ja, das Ding kostet echt ordentlich und ihr bekommt... Also, es gibt quasi hier ein bisschen anderes Preismodell, habe ich mal für euch zusammengesucht. Links sind natürlich alle wie immer in der Beschreibung drin, das ist klar. Und zwar das Kursprogramm, also wirklich nur ein Buch mit dem ganzen Wissen, ohne jetzt irgendwie Videos, okay? Nur das Buch mit der Prüfung zusammen, das ist das Minimumpaket, das kostet $1.109. Man kann sich versichern lassen, wenn man durchfällt, quasi, also der CEH ist nicht einfach, okay? Und wenn man durchfällt, dann dann bekommt man sein Geld ja normalerweise nicht wieder. Wenn man durchfallen könnte und Angst davor hat, dann kann man sich versichern lassen. Diese Versicherung kostet allerdings auch $499. Also das ist quasi, dass ihr nochmal versuchen könnt und nochmal versuchen könnt und so weiter und so fort. Der Videokurs, den man noch on top kaufen kann, also quasi, dass einem alles in Videoform erklärt wird, so wie ich das hier mache, kostet $718. Ich sollte meine Kurse, glaube ich, verkaufen, merke ich so. Und eine Live-Challenge, also quasi, das ist so ein 6 Stunden Live-Kurs, also quasi wie ein Webinar für einen Arbeitstag, nur dass der halt nur 6 Stunden geht. Und da kann man beiwohnen und quasi jemanden als Live-Challenge sozusagen mitmachen. Kostet $600 nochmal obendrauf. Also da kann man wirklich unfassbar viel Kohle einstecken in das Ding und es ist nur 3 Jahre lang gültig. So, und ihr müsst in diesem Fall nicht irgendwelche Punkte sammeln, sondern ihr müsst einfach jedes Jahr lang $80 zahlen, dass euer Zertifikat immer erneuert wird. Ja, also gut Geld machen tun die definitiv. Sie geben euch allerdings auch natürlich so einen kleinen Wisch mit, den ihr eurem Arbeitgeber zeigen könnt. Und ja, ich sollte wirklich anfangen, Zertifikate zu machen. Also so richtig Zertifikate mit Prüfung und allem drum und dran. Fände ich geil. Ja, sollte ich definitiv mal in Erwägung ziehen. Okay, aber... macht nichts, kommen wir zum nächsten Zertifikat, und zwar dem CISSP. Das CISSP ist eins der höchsten Zertifikate in der IT-Security und ja, eins auch der schwersten deswegen natürlich.
Und hier habt ihr jetzt nicht einen Fokus auf irgendwie Pentesting, sondern es ist wirklich für Cybersecurity Professionals gedacht, also wirklich für Profis gedacht, die hier ja, wirklich einen guten Beruf haben, wirklich auch aufsteigen wollen in ihrem Beruf und dort dann auch wirklich tätig bleiben wollen. Und das ist schon ziemlich geil, das Zertifikat. Das ist sehr, sehr gerne gesehen, wenn man das hat. Damit könnt ihr eigentlich quasi euch überall bewerben. Ja, das kommt auch bei Google gut. Und da drin haben wir folgende Themen. Also nur mal ganz kurz die Themen umrissen. Access Control, ja, also Zugriffskontrolle. Wer darf wann wo rankommen. Da gibt es sehr viele Modelle. Ich will eigentlich dazu schon lange mal einen Kurs machen, aber irgendwie kommt von eurer Seite dann nur so mäßiges Interesse. Vielleicht kann ich das jetzt hier ein bisschen aufpolieren. Wenn ihr Bock auf Access Control habt, schreibt es mir in die Kommandozeile und dann mache ich das natürlich. Wir haben dort allerdings natürlich auch Sachen, also Themen wie Application Security, also wirklich Applikationssicherheit. Das bedeutet zum Beispiel Handy-App-Security, aber auch Mobile, also nicht nur Mobile-App, sondern auch Web-App-Security haben wir ja alles auch schon hier gemacht, abgesehen von, okay, wir haben Web-Apps gemacht, aber sowas kommt dann eben da auch rein. Dann kommt sowas wie Incident Response als großes Thema, also wie reagiert man da drauf. Dann haben wir Kryptographie als großes Thema, Risk Management, also wieder mal Risikomanagement, das ist auch ein Riesenthema. Compliance, also quasi wie arbeite ich mit Regulierung, wie ist die ISO 27000, BSI Grundschutz und so ganzen Zeugs, Investigations, Legal Zeugs, also Datenschutz und alles fällt da auch mit drunter. Also ihr seht wirklich ein riesiges Zertifikat eigentlich, Operation Security, Physical Security, also wirklich, wenn man irgendwo rein möchte, dass man zum Serverraum halt einen Schlüssel braucht, ja, sowas fällt da halt auch rein, dass da Wachen aufgestellt sind, die da halt patrouillieren, damit nicht einfach jemand einbrechen kann und den Server da irgendwie manipulieren kann. So Zeugs fällt da auch rein. Security Architecture und Design, also quasi wie designe ich sichere Anwendungen, das ist natürlich wichtig für den Security Architect, das sollte klar sein. Und Netzwerksicherheit, dazu habe ich auch schon einen Kurs gemacht, kommt da auch rein. Das ist ein riesiges Gebiet und dementsprechend riesig ist auch die Prüfung und ja, dementsprechend schwer ist auch die Prüfung, das kann ich euch definitiv sagen. Die Prüfung geht 6 Stunden. 6 Stunden mit 250 Multiple-Choice-Fragen. Ja, das ist einiges. Ihr merkt, dass es unglaublich viel mehr, als man jetzt zum Beispiel für die anderen Kurse brauchte. Also am Anfang waren es ja 40 Multiple-Choice-Fragen, hier sind einfach mal 250. Das ist insane viel. Und auch dieses Zertifikat verfällt nach 3 Jahren. Das heißt, man muss sich rezertifizieren lassen, bevor diese 3 Jahre abgelaufen sind. Und hier brauche ich nicht ein paar wenige Punkte, sondern einfach mal unglaubliche 120 CPEs. Die kriege ich zum Beispiel durch Lehren in der IT-Security. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Dozent tätig bin, was ich jetzt zum Glück bin, dann bekomme ich dafür Punkte. So, ich kann aber auch Paper und Articles veröffentlichen, also Forschung quasi betreiben, dann bekomme ich auch Punkte. Ich kann irgendwie von meinem Arbeitgeber nochmal was bescheinigt bekommen, bekomme ich auch nochmal ein paar Punkte. So, und dadurch muss ich quasi regelmäßig diese 120 Punkte sozusagen zusammensammeln und dann kriege ich mein neues Zertifikat, nachdem mein altes quasi abläuft, also nach 3 Jahren. Ja, ist aber trotzdem natürlich ein riesiges Zertifikat. Ihr seht auch, wie groß der Umfang eigentlich ist und dementsprechend teuer ist das Training and Exam Bundle. Ja, das habe ich mal rausgesucht. Kostet jetzt gerade irgendwie im Angebot, ich weiß auch nicht wieso, normalerweise irgendwie so $3.000, jetzt aktuell $2.196. Das soll keine Werbung sein, um Gottes Willen bloß nicht. Ich will euch nur so einen ungefähren Überblick geben, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und ja, da bekommt ihr quasi das Training und am Ende dürft ihr die Prüfung machen. So, das ist quasi das Komplettpaket. Das ist schon saumäßig teuer, muss man mal sich überlegen. Über $2.000, aber ja klar, natürlich für Unternehmen, also für Arbeitgeber ist es natürlich auch irgendwie interessant, weil ihr dadurch so viel lernt und das ist natürlich für euch super geil. So, und ja, dann kommen wir zu unserem letzten Zertifikat und zwar dem CISM-Zertifikat, dem Certified Information Security Manager. So, ihr hört schon am Namen, das ist für Security Manager. Und ja, dementsprechend auch für Führungskräfte gedacht. Das heißt wirklich, wie manage ich Security? Also da ist wirklich der Fokus auf dem Management, nicht auf dem wirklichen Hands-on Incident Response oder sowas, sondern wirklich auf Security Governance, Risikomanagement, wie man neue Policies ausrollt, also Security Program Development und Management heißt das Ganze bei denen und auch Security Incident Management, also quasi wirklich das Management hinten dran ist super, super wichtig. Und ja, das fällt da alles dazu.
kostet euch, also der Kurs, beziehungsweise fangen wir bei der Prüfung an. Die Prüfung alleine, also wirklich nur die Prüfung ohne irgendwelche Lernmaterialien, kostet euch $760. Einfach nur die Prüfung, dass ihr die machen dürft. Ich habe leider keine großen Informationen gefunden, was genau in der Prüfung drankommt. Aber die ist wirklich für Leute, die schon sehr tief im Beruf drin stehen. Denn für die Prüfung Voraussetzung sind 3 Jahre Berufserfahrung im Management, also im IT-Security Management. Das heißt, für die meisten von euch wird das hier nicht so interessant sein. Und ja, das Buch kostet nochmal $900 obendrauf. Und der Kurs an sich kostet auch nochmal $400. Das Ganze ist günstiger als Member, das ist auch wieder von der ISAK. Und ja, das ist natürlich, ISAK, Entschuldigung, das ist auch nochmal ein bisschen günstiger dann, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr teuer. Und ja, ihr müsst auch jährlich, beziehungsweise, also das Zertifikat ist auch wieder nur 3 Jahre gültig. Und ihr müsst jährlich nochmal $85 zahlen, damit es verlängert wird. Und für diese 3 Jahre, damit es nach diesen 3 Jahren verlängert wird, müsst ihr nicht nur diese jährliche Gebühr von $85 zahlen, sondern zusätzlich nochmal 120 CPEs sammeln, also so viel wie beim CISSP. Das heißt, die beiden Zertifikate zusammen zu haben, geht, weil ihr könnt natürlich diese CPEs für beide Zertifikate verwenden, aber macht häufig nicht unbedingt viel Sinn, weil ihr natürlich mehr im Management drin steht, dann braucht ihr das CISSP. Also ihr braucht es natürlich noch, aber nicht mehr so krass, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel als Analyst oder sowas tätig seid. Ja, ich verlinke euch, wie gesagt, die Zertifikate in der Beschreibung. Und ja, ihr wisst, wo ich mit meinem Kanal noch hin möchte. Also ich möchte euch natürlich auch für solche Zertifikate gute Möglichkeiten geben, dass ihr euch da fortbilden könnt, dass ihr nicht diese unfassbar überteuerten Kurse kauft. Denn meiner Meinung nach sollte Wissen kostenlos sein. Die Zertifikate, Prüfung und so weiter, Verwaltung, verstehe ich, dass man da was dafür verlangt. Aber ja, Wissen, es ist super aufwendig, das zu machen, wie ihr an meinem Kanal seht, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass sowas gratis zur Verfügung steht. Und ja, jetzt hole ich mal ganz kurz aus, wenn ihr in diesen ganzen Fuß fassen wollt, also in der IT-Security wirklich fetten Fuß fassen wollt, braucht ihr nicht nur diese Zertifikate, sondern natürlich auch Berufserfahrung. Berufserfahrung ist mega geil, vor allem wenn man irgendwie jetzt gerade vom Studium kommt und man möchte irgendwie in die IT einsteigen. Und deswegen ein weiterer kostenloser Dienst für euch jetzt. Denn ja, natürlich muss man erstmal einen Job bekommen, um dann sich weiterhin auf seine Richtung spezialisieren zu können. Und genau das findet ihr bei Get in IT. Get in IT ist eine Webseite, die für euch komplett kostenlos ist und ihr könnt hier euren Job raussuchen. Einfach mal nach IT-Security suchen und ihr seht, hier gibt es unfassbar viele Jobs für IT-Security. Richtig coole dabei. Ich habe da mal durchgeguckt vor ein paar Tagen auch wieder. Und ja, natürlich, das Angebot wird ständig erweitert. IT-Security-Menschen sind sehr gefragt, okay? Und das Ding ist jetzt, ihr müsst euch nicht irgendwie raussuchen, bei wem ihr euch bewerben wollt oder sonst irgendwas machen, sondern was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt einfach euer Profil ausfüllen. Das heißt, hier zum Beispiel eintragen, wie ihr heißt, wie man euch erreichen kann, was für Skills ihr habt, euer Skill-Level jeweils einschätzen und dann natürlich eure Sprachen und so weiter und so fort, was für eine Abschlussarbeit ihr gemacht habt und so weiter und so fort. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann werden sich die Firmen bei euch bewerben. Denn ja, das ist quasi das Konzept. Also ihr bewerbt euch nicht, sondern die Firmen bewerben sich bei euch, weil die Firmen wollen ja, dass ihr bei ihnen arbeitet. Und für euch ist das Ganze auch komplett kostenlos. Und ja, ihr könnt es auch gerne einfach mal ausprobieren, wenn ihr Interesse an einem Job habt. Wir haben das jetzt schon ein bisschen hier gemacht, also ein paar Mal jetzt hier diese Promotion gemacht und ja, das Ergebnis ist unglaublich gut. Viele von denen, die hier wirklich ihr Profil angelegt haben, haben hier auch tatsächlich schon ein Jobangebot bekommen. Das freut mich wahnsinnig, deswegen bin ich auch immer wieder glücklich, wenn ich das an euch weitergeben darf, sodass ihr das auch mitbekommt. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß. Links sind natürlich alle in der Beschreibung und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.